Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute sprechen wir über die 5 wichtigsten Vitamine zur Förderung der Durchblutung des Gehirns. Denn viele Menschen leiden an Sauerstoffmangel im Gehirn, weil sie eine schlechte Durchblutung haben und sich falsch ernähren. Das Gehirn verbraucht etwa 20% des gesamten Sauerstoffs, den der Körper aufnimmt, um seine Aktivitäten anzutreiben. Wenn die Durchblutung jedoch aufgrund von Stress, Alter, schlechter Ernährung oder Bewegungsmangel nachlässt, kann man unter Gehirnnebel, schlechtem Gedächtnis und Konzentration, Angst, Schlaflosigkeit und Müdigkeit leiden. Dies liegt daran, dass Teile des Gehirns wie der Hippocampus zu schrumpfen beginnen, wenn die Durchblutung nicht ausreicht. Die folgenden Nahrungsergänzungsmittel können verwendet werden, um die Durchblutung unseres Gehirns zu steigern, die Verbindungen zwischen den Neuronen wiederherzustellen und das Gedächtnis, das Denken und die allgemeine Gesundheit des Gehirns zu verbessern. Erstens Magnesium-L-Threonat, und zwar ist das beste Nahrungsergänzungsmittel, um Durchblutung des Gehirns zu steigern und Angst, Stress, Depressionen und Stimmungsstörungen zu lindern. Die tägliche Einnahme von 2000 Milligramm kann die Denkklarheit, Konzentration und das Gedächtnis verbessern. Es hilft auch, die Kampf-Flucht-Reaktion zu deaktivieren, was zu einem besseren Schlaf in der Nacht führt. Im Gegensatz zu anderen Magnesiumformen kann Threonat die Blut-Hirn-Schranke passieren und so die ATP-Energie des Gehirns erhöhen und beschädigte Signalwege zwischen den Gehirnzellen reparieren. Einige Studien zeigen auch, dass dies das Risiko einer Parkinson- und Alzheimer-Erkrankung senken kann, indem es die Plaqueablagerungen im Gehirn reduziert. Zweitens Ginkgo biloba. Ginkgo ist eine der ältesten Baumarten der Welt. Einige Bäume in China sind über 2500 Jahre alt. Extrakte aus Ginkgo-Blättern werden in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, um die Gesundheit des Gehirns schnell zu verbessern. Laut dem renommierten Psychiater Dr. Amin haben Patienten, die regelmäßig Ginkgo biloba einnehmen, einige der gesündesten Gehirnscans, die er je beobachtet hat. Ginkgo erhöht die Durchblutung des Gehirns und verbessert so die Energieproduktion, das Gedächtnis, die Wahrnehmung und das Lernen. Es erhöht auch den Dopaminspiegel, was Ängste reduziert und bei der Behandlung von ADHS oder ADS hilft. Man sollte also regelmäßig 240 Milligramm in 2 Dosen pro Tag einnehmen, um das Gehirn im Alter gesund und stark zu halten. Drittens Vitamin D, welches ein Hormon ist, das unser Körper aus Cholesterin produziert, wenn unsere Haut dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Es ist eines der wichtigsten Nährstoffe, um unser Gehirn vor Entzündungen zu schützen und im Alter eine gute Durchblutung sicherzustellen. Leider leiden Milliarden von Menschen weltweit an einem Vitamin-D-Mangel, weil sie in geschlossenen Räumen arbeiten oder nicht genug Sonne bekommen. Dieser Mangel kann dazu führen, dass sie nachts oft aufwachen und einen höheren Cortisolspiegel, das Stresshormon, haben. Mit der Zeit kann dies zu Depressionen, Angstzuständen und der Unfähigkeit, klar zu denken, führen. Um den Vitamin-D-Spiegel therapeutisch zu erhöhen, wird empfohlen, täglich 20.000 Einheiten Vitamin D3 zusammen mit 200 Mikrogramm Vitamin K2 einzunehmen. Viertens Benfotiamin. Wenn du zuckerhaltige Lebensmittel isst, können die Zellen in deinem Blutkreislauf klebrig werden und aufgrund der Bildung von fortgeschrittenen Glykationsendprodukten, also den sogenannten AGEs, Sauerstoff nicht mehr richtig transportieren. Diese klebrigen Proteine können die Mitochondrien in unseren Gehirnzellen verstopfen und so zu Demenz und neurodegenerativen Erkrankungen beitragen, indem sie die Zellfunktion stören und die Neuroentzündung verstärken. Zu mehr Informationen zu diesen AGEs schaut euch gerne mein Video dazu nochmal an. Benfotiamin ist nun eine fettlösliche Form von Vitamin B1, die hilft, die Bildung dieser AGEs zu blockieren, damit die Nervenzellen von oxidativem Stress heilen können. Die Einnahme von 600 Milligramm Benfotiamin pro Tag ist wichtig, um das Gehirn bei Diabetikern zu schützen oder Schäden rückgängig zu machen, die durch den Verzehr von viel Junkfood verursacht werden. Dies hilft, Nervenschäden zu reparieren, indem es die Durchblutung des Gehirns und des gesamten Nervensystems verbessert. Fünftens Cholin. Der absolut wichtigste Neurotransmitter in unserem Gehirn heißt Acetylcholin und unterstützt Gedächtnis, Lernen, Aufmerksamkeit, Konzentration, Reaktion und Wachsamkeit. Cholin ist wichtig, um die Blutgefäße zu erweitern, damit Blut und Sauerstoff in verschiedene Teile unseres Gehirns zirkulieren können. Um Acetylcholin zu produzieren, müssen wir über die Ernährung viel Cholin aufnehmen, beispielsweise aus Eigelb,
Rinderleber, fettem Fisch und Blaubeeren. Leider können manche Menschen aufgrund falscher Ernährung einfach nicht genug Acetylcholin produzieren, was zu Konzentrationsschwierigkeiten, Schwierigkeiten beim Behalten von Informationen und langsameren Reaktionszeiten führt. Auch Alkoholkonsum senkt den Acetylcholinspiegel und führt dazu, dass Teile des Gehirns schrumpfen. Auf wen das zutrifft, sollte versuchen, täglich 500 Milligramm CDB-Cholin einzunehmen, aufgeteilt auf 2 Dosen morgens und abends. Wie kann man also die Durchblutung des Gehirns anregen? Nahrungsergänzungsmittel sollten uns dabei unterstützen, aber sie sind eben keine Wundermittel. Es ist auch sehr wichtig, unsere Lebensgewohnheiten zu korrigieren, denn keine noch so große Menge an Nahrungsergänzungsmitteln kann ungesunde Gewohnheiten und Routinen beheben. So ist es eben sehr wichtig, auf Alkohol zu verzichten, denn wer sich um sein Gehirn kümmern möchte, für den ist es wichtig, darauf zu verzichten, da er das Gehirn schrumpfen lässt, die Durchblutung stört und aktiv Gehirnzellen abtötet. Dann ist natürlich die tägliche Bewegung sehr wichtig. Gehen, Joggen, Schwimmen, Radfahren oder jede andere Form von Bewegung verbessert die Durchblutung vom Herzen zum Gehirn. Dies ist das Wichtigste, was wir für unser Gehirn tun können, insbesondere wenn wir versuchen, Depressionen oder Angstzustände zu überwinden. Dann ist es natürlich genauso wichtig, Stress zu reduzieren, denn dieser erhöht den Cortisolspiegel, der in hohen Konzentrationen den Hippocampus schrumpfen lässt und die Fähigkeit unseres Gehirns, Erinnerungen zu speichern und neue Informationen zu lernen, verringert. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video dazu an, wie Stress die Mikronährstoffe in unserem Körper verbraucht. Als nächstes sollten wir natürlich DHA-haltige Lebensmittel konsumieren, wie zum Beispiel wild gefangener Lachs, Austern, Schalentiere, Hering, Sardinen und so weiter, denn sie ist eine wichtige Omega-3-Fettsäure. Sie wird als Rohstoff zur Reparatur und zum Wiederaufbau der Struktur unseres Gehirns verwendet. Der Verzehr dieser Lebensmittel fördert die Sauerstoffversorgung des Gehirns, die elektrische Aktivität und die Durchblutung des Gehirns. Vermeiden sollten wir jede Art von Limonade, Saft, Sprite, Fanta und so weiter, da diese die Insulinresistenz erhöhen, was wiederum das Risiko von Schlaganfall, Demenz und Depression erhöht. Fruchtsäfte sind ebenfalls schädlich für das Gehirn, da sie raffinierten Fructosezucker ohne Ballaststoffe enthalten, was zu Entzündungen des Gehirns führt. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den schädlichen Auswirkungen des Zuckerkonsums an. Das Meiden von raffinierten Pflanzenölen und Transfetten ist eine absolute Notwendigkeit, denn sie gehören zu den gefährlichsten Lebensmitteln, die reich an Omega-6-Fettsäuren sind und massive Entzündungen im Gehirn verursachen und zudem das Risiko für Diabetes und Alzheimer erhöhen. Sie werden in jeder Art von Fastfood, Mikrowellengerichten, tiefgekühlten Fertiggerichten verwendet und sind sogar in Salatdressings versteckt. Ich empfehle, zu Hause mit Ghee gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Schaut euch mein Video dazu gerne nochmal an. Natürlich sollte auch das Rauchen vermieden werden, denn dieses verengt die Blutgefäße und verhindert, dass das Blut richtig zum Gehirn fließt. Da das Gehirn zu etwa 80% aus Wasser besteht, ist es wichtig, das Gehirn mit mindestens 1 Liter reinem Wasser mit Elektrolyten zu hydrieren. Schaut euch dazu gerne mein Video zum Zitronensalzwasser noch mal an. Zusammenfassend lässt sich also nochmal sagen: Wenn unser Gehirn aufgrund von Stress, Alterung, schlechter Ernährung oder Bewegungsmangel nicht richtig durchblutet wird, beginnt unser Gehirn zu schrumpfen und seine Verbindungen zu verlieren, was zu Problemen wie Gehirnnebel, Gedächtnisproblemen, Schlaflosigkeit und Stimmungsstörungen führen kann. Magnesium-L-Threonat erhöht die Durchblutung des Gehirns, lindert Ängste, Schlafprobleme und Stimmungsstörungen und kann das Risiko neudegenerativer Erkrankungen verringern. Ginkgo biloba erhöht die Durchblutung des Gehirns und die kognitiven Funktionen und steigert den Dopaminspiegel, sodass wir uns gut fühlen. Vitamin D3, das für die Gesundheit des Gehirns entscheidend ist, kann durch Nahrungsergänzungsmittel gesteigert werden, und Benfotiamin hilft bei der Reparatur und Vorbeugung von Schäden, die durch Zucker und klebrige Proteine und Blut verursacht werden. Cholin ist für die Produktion von Acetylcholin erforderlich und unterstützt das Gedächtnis, den Blutkreis und die allgemeine kognitive Funktion. Wir finden es ganz besonders im Eigelb. Zusätzlich zu Nahrungsergänzungsmitteln sind Änderungen des Lebensstils unerlässlich, wie der Verzehr von DHA-reichen Lebensmitteln, mehr Schlaf, regelmäßige Bewegung und Stressbewältigung. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.